Das Leben beginnt erst am Ende der Komfortzone. Das ist ein Satz, über den ich in den letzten Tagen sehr viel nachgedacht habe. Ich habe mir generell in den letzten Tagen sehr viel Gedanken gemacht über meine Entwicklung innerhalb der letzten 2 Jahren. Ich finde, meine Entwicklung ist nicht so positiv, wie ich sie mir damals vorgestellt hatte, nachdem ich meine Ausbildung beendet hatte und mich dazu entschieden habe, nicht weiter in dieser Firma zu arbeiten und meinen eigenen Weg zu gehen in der Selbstständigkeit. Und ich denke, ein Grund dafür ist, weil ich mich einfach nicht getraut habe, den Schritt aus der Komfortzone rauszumachen. Jetzt ist die Frage, was ist eine Komfortzone? Warum habe ich es nicht aus der Komfortzone rausgeschafft? Und warum sollte man es unbedingt aus der Komfortzone rausschaffen? Darüber will ich heute mit euch reden. Ich weiß, für den einen oder anderen vielleicht ein langweiliges Thema, aber das sind einfach ein paar Gedanken, die ich so mit euch teilen möchte. Aber was ist überhaupt eine Komfortzone? Im Endeffekt ist die Komfortzone einfach ein Bereich, in dem man sich sicher fühlt. Ich meine, das erklären die Wörter ja schon selbst. Komfort, Bequemlichkeit, Zone, ein Bereich. Komfortzone, checkt ihr? Und dazu zählt euer Alltag, keine Ahnung, eure gewöhnlichen Routinen, die ihr jeden Tag macht. Ihr steht morgens auf, ihr frühstückt, ihr geht zur Arbeit, ihr geht danach ins Gym, ihr führt eure Hobbys aus, ihr geht schlafen. Das ist euer Alltag, das ist eure Alltagsroutine, das macht ihr jeden Tag. Ihr habt einfach eine gewisse Sicherheit, wenn ihr diese Sachen ausübt, wenn ihr diese Sachen macht. Wenn wir tagtäglich diese Routine durchziehen, wissen wir, dass wir uns keine Gedanken über Angst oder Stress machen müssen, da unser Tag kontrolliert ist. Wir wissen genau, was der nächste Step ist. Wir wissen genau, was wir im nächsten Moment machen und am Ende des Tages gehen wir einfach wieder schlafen und wenn wir morgens früh aufstehen, werden wir genau den gleichen Ablauf wieder durchführen. Hört sich ja an sich erstmal gut an. Wir haben keinen Stress, wir haben keine Angst, das heißt, wir müssen uns keine Gedanken machen. Leben sieht ja gut aus. Aber wo ist der Haken an dieser ganzen Sache? Genau wegen solchen Bequemlichkeiten können wir uns als Mensch gar nicht weiterentwickeln. Mir ist bewusst geworden, dass ich die letzten 2 Jahre einfach in meiner Komfortzone gefangen war. Ich hatte täglich dieselben Abläufe, ich musste mir keine Gedanken über das Leben machen. Ich habe einfach gelebt, mir ging's gut, ich war gesund und fertig. Jetzt 2 Jahre später sitze ich hier und bin gefühlt immer noch auf demselben Stand wie vor 2 Jahren. Und wenn ich jetzt rückblickend gucke, fuck ich mich natürlich darüber ab. Ich meine, jeder Mensch will sich ja weiterentwickeln, jeder Mensch will ja den nächsten Step in sein Leben gehen. Wenn ich jetzt die letzten 2 Jahre zurückblicke, denke ich mir, boah, krass, mir ging es gut, ich habe gelebt, ich musste mir keine Sorgen ums Leben machen, aber ich habe mich auch nicht wirklich weiterentwickelt. Was mich jetzt sehr, sehr hart abfuckt. Jetzt ist die Frage, was hat mich aufgehalten, aus der Komfortzone rauszukommen? Ist es die Komfortzone selbst, weil man sich so gut fühlt in seiner Position, weil man ja keine Sorgen hat, keine Angst hat? Oder ist es tatsächlich die Angst, die nicht zulässt, dass man diesen Schritt rausgeht? Macht euch mal Gedanken darüber. Vielleicht verspürt ihr keine Angst, während ihr in eurer Komfortzone seid. Euch geht es ja gut. Ihr macht eure Routinen, ihr habt keinen Stress, ihr habt keine Angst. Aber genau diese Angst, die ja nicht vorhanden ist, hält euch davon ab, aus der Komfortzone rauszukommen. Denn diese Angst ist sehr, sehr tief im Unterbewusstsein drin. Sie lässt euch nicht mal darüber nachdenken, aus dieser Komfortzone rauszukommen. Und das ist eine Sache, die ich einfach an mir selber gerade spüre. Ich werde morgen das erste Mal alleine auf einen Solo-Trip gehen nach London. Alles cool, ich habe kein Problem damit, alleine zu sein. Ich werde eine schöne Zeit haben, es wird Spaß machen. Das Ding ist, warum gehe ich dahin? Ich gehe dahin, um meine Modelkarriere auf den nächsten Schritt zu bringen. Hört ihr schon beim Aussprechen, kommt diese Angst hoch. Es ist crazy. Das Ding ist, diese Gedanken, einfach mal nach London zu gehen, um zu gucken, was ich dort machen kann, ob ich da vielleicht neue Möglichkeiten auf dem Markt bekomme, etc., etc., die kamen nie wirklich in meinen Gedanken. Sie kamen nie wirklich in meinen Gedanken. Es war für mich nicht so, okay, geh rüber und schau und guck nach deinen Chancen. Ich habe immer darauf gewartet, dass irgendwann die Nachricht kommt, hey, guck mal, du hast einen Job in London oder ja, ey, komm vorbei und dann regeln wir das. Das war immer so. Und ich habe mir gedacht, okay, ich chill, ich guck, was passiert. Es ist in den letzten 2 Jahren nichts passiert. Bis ich mir dann irgendwann gedacht habe, ja, okay, ey, das kann nicht so sein. Buch einfach das Ticket nach London, nimm deinen Weg selber in die Hand und guck, was du dort erreichen kannst. Morgen ist es soweit, morgen fliege ich los und auf einmal mein ganzer Körper ist am Kribbeln. Ich merke, ich werde nervös. Mein Kopf spielt verrückt. Und was ist es? Es ist die Angst. Es ist die Angst, die mich wieder zurückziehen will und sagen will, ey, geh diesen Weg nicht. Macht es nicht, dir geht's gut hier. Aber genau jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich nicht davon einschüchtern lassen werde und den Weg gehen werde. Auch wenn mein ganzer Körper am Shaken ist. Auch wenn ich mir Gedanken mache, okay, ey, was passiert, wenn es nicht klappt? Was passiert, wenn ich da hingehe und alles läuft scheiße? Ey, dann ist es so. Aber wenigstens habe ich diesen Schritt gewagt, um diese Chance zu nutzen.
Und genau nur so kann man wachsen. Wir müssen uns in unangenehmen Situationen stellen, damit wir den nächsten Schritt in unserem Leben erreichen können. Erfolg ist kein angenehmer Weg. Wäre Erfolg ein angenehmer Weg, dann wäre ja jeder Mensch von uns erfolgreich. Natürlich ist erfolgreich auch immer definiert. Nicht jeder Mensch hat denselben Erfolg, nicht jeder Mensch sieht in denselben Sachen denselben Erfolg. Aber der unangenehme Erfolg ist der Erfolg, der den Menschen noch weiterbringen wird. Das bedeutet aber nicht, nur wenn man einmal aus seiner Komfortzone raustritt, dass man dann direkt erfolgreich ist. Ich meine, das Leben ist ja ein laufender Prozess. Irgendwann wird die unangenehme Situation eine normale Situation sein. Da muss man sich aber wieder den unangenehmen Situationen stellen, um sich wieder neu zu fördern. Und das ist eine Sache, die ich jetzt wirklich angehen will und muss, denn die Zeit rennt, die Zeit bleibt nicht stehen. Und verlorene Zeit bleibt verlorene Zeit. Und das geht auch an euch. So, vielleicht kann ich ja jemand mit dem Video auch motivieren. Macht euch mal wirklich Gedanken darüber, wie die letzten Jahre für euch waren. Habt ihr euch entwickelt? Wo habt ihr euch entwickelt? Wo habt ihr euch nicht entwickelt? Warum habt ihr euch entwickelt? Warum habt ihr euch nicht entwickelt? Und wenn ihr euch diese Gedanken gemacht habt, dann macht euch bewusst, was eure Ziele sind. Schreibt sie auf. Visualisiert eure Ziele. Wie auch immer. Macht euch einfach bewusst, was eure Ziele sind und geht einfach diesen Schritt. Vertraut mir, geht einfach diesen Schritt. Wahrscheinlich wird nicht jeder Schritt erfolgreich sein, weil das perfekte Leben gibt es einfach nicht. Aber lieber geht man den Schritt, auch wenn er unerfolgreich ist, anstatt den Schritt nicht zu gehen und weiterhin hier in seiner Komfortzone zu sitzen, wie ich hier zum Beispiel gerade in meinem Zimmer sitze. Jetzt gerade mir geht's gut. Ich bin gechillt, ich sitze hier, ich rede vor meiner Kamera, ich chill noch zu Hause, ich habe hier mein Bett, ich habe mein Licht, ich habe meinen Tee, ich habe mein Essen, alles. Morgen sieht das Ganze schon anders aus. Morgen bin ich in London auf mich alleine gestellt und muss gucken, welchen Weg ich gehe. Aber wenigstens bin ich in London und habe schon den ersten Schritt gemacht, anstatt immer noch hier in meinem Bett zu sitzen. So, checkt ihr, was ich meine? Okay, ich habe jetzt aber auch langsam genug gejappt. Das sind einfach Gedanken, die in den letzten Tagen sehr viel in meinem Kopf waren. Und ich wollte die einfach loswerden. Ich wollte einfach auch euch mitteilen. Und ich hoffe, dass diese Worte euch auch einfach auf eurem Weg helfen. Denn jeder Mensch hat seine Geschichte und jeder Mensch sollte seine Geschichte so leben, wie er es möchte. Und sollte sich davon selber nicht aufhalten, nur weil er seine Angst nicht überwinden kann. Wie gesagt, das Leben fängt erst am Ende der Komfortzone an.